Ja, heute im Tech Talk mal zur Abwechslung wieder das Thema Generative AI. Und wir hatten ja schon einige Experten aus den Unternehmen hier oder aus verschiedenen Organisationen, die das Thema Generative AI dort vorantreiben. Und es ist immer wieder spannend, dort die Einblicke zu bekommen. Und ich freue mich heute, dass ich einen Experten von der Firma Entity Data hier zu Gast habe, nämlich den Gerdi Glaser, der dort das Thema Gen AI vorantreibt. Einmal natürlich für die Kunden von Entity Data, aber auch, das haben wir gesehen, eigentlich bei fast allen beschäftigt das Thema auch die Organisation selber. Also die Leute werden selber abgezogen, um die eigenen Leute vielleicht auch mal aufzuklären, was da eigentlich gerade so vor sich geht und welche Auswirkungen das hat. Und deswegen freue ich mich, dass heute Gerdi Zeit hat, als Innovation Manager für Gen AI heute im Tech Talk Rede und Antwort zu stehen. Herzlich willkommen. Hi. Hi, nimm Platz. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. So, ich habe erstmal gehört, du bist auf Stuttgart angereist. Du sitzt eigentlich in der schwäbischen Homebase und nicht hier in Bielefeld haben wir ja auch noch einen Platz. Wie ist das hier, so ein Ostwestfalen-Lippe für einen Schwaben? Genau, wir sind öfters hier. Aktuell haben wir ja gerade wegen dem DFB-Pokal Bielefeld gegen Stuttgart oftmals so im Büro so unsere Nettigkeiten. Das kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Aber ansonsten bin ich gern hier. Ich bin auch oft in unserem Business-Hauptquartier in Bielefeld. Ja. Okay, ja, sehr schön. Und du bist Innovation Manager dort? Genau. Also bist praktisch zuständig, um neue Lösungen bei den Kunden zu entwickeln, gerade im Bereich KI oder Gen AI. Das ist so wahrscheinlich dein Fokus. Genau, das ist mein Fokus. Ich komme ursprünglich so aus der klassischen Machine Learning-Ecke, habe das auch studiert. Und habe da auch angefangen, gab auch die ersten Cases bei uns, wo wir so ganz klassisch wirklich Daten sammeln, Daten säubern, Daten aufbereiten und dann daraus Modelle machen. Und dann plopp kam halt plötzlich der Gen AI-Hype, kam für mich auch ein bisschen überraschend und da bin ich und habe das auch versucht sofort zu adaptieren und genau, wir versuchen es auch sofort bei uns in die Kundenprojekte mit reinzubringen, wenn es halt auch passt und wenn auch die Kunden dafür offen sind. Ja, absolut. Also jeder fragt danach, das kann man glaube ich sagen, das sind wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen, die ihr gemacht habt, die wir auch machen. Jeder fragt so danach und dann kommt aber gleich so die nächste Frage, wie geht man eigentlich an die Sache ran? Ja. Na, weil das ist ja schon etwas komplexer, das Thema, als jetzt mal schnell mit einem Prompt eine Lösung zu bekommen. Man muss ja dann eine eigene lauffähige und verlässliche Infrastruktur dafür aufbauen oder ich nenne es immer so ein Framework, was man dann gestaltet. Wie sind so deine Erfahrungen da im Zusammenspiel mit den Unternehmen? Haben die völlig unrealistische Wünsche oder ist es schon etwas, wo man sagt, nee, die wissen schon mittlerweile, worauf sie sich einlassen, wenn sie mit dir sprechen und wenn man sagt, bei Gen AI, wenn man da A sagt, muss man dann irgendwann nochmal B sagen? Genau, es ist teils. Also die Sachen, die du ansprichst, die finden da auf jeden Fall statt. Also wir haben oftmals halt KI im Allgemeinen, aber vor allem auch generell wird jetzt sehr oft mit so Magie gleichgesetzt. Das heißt, sie sehen da, passiert plötzlich was, ich will es auch bei uns haben, und dann wollen sie es bei sich haben und dann ist die Frage, wo. Es ist erstmal sehr schwer, überhaupt das erste Zielfeld zu erkennen, wo man überhaupt gleich anfangen sollte, wo man vielleicht am meisten auch vorankommt und auch die minimalsten Risiken hat, gerade so Datenschutz und solche Sachen. Und das ist erstmal die schwierigste Sache überhaupt zu identifizieren, wo sollen wir loslegen, ja. Und da kam mir halt in der Vergangenheit immer drauf, dass es vielleicht so ist, ja, vielleicht einfach mal so chatte mit den Daten. So war die erste Überlegung, einfach mal so ein paar Daten, die man hat, hochladen, so irgendwelche Anleitungen, die man hat, dass vielleicht Leute, die reinkommen, eingeleitet werden und solche Sachen. Auf jeden Fall würde ich das Know-how schon da schon mal irgendwie versuchen, in so einen Gen AI-Use-Case zu pressen. Hat am Anfang auch, um ehrlich zu sein, semi-gut geklappt. Wir haben da unsere Modelle gehabt. Wir sind Partner von SAP und Microsoft, tun dann dementsprechend deren Large Language Modelle auch nutzen. Und dann konnte man auch erste Erfahrungen damit sammeln und war ganz cool, aber hat jetzt niemand vom Boden rausgehauen. Da war irgendwie, es war einfach noch nicht irgendwie griffig genug und dementsprechend haben wir versucht, auch immer uns weiterzuentwickeln. Und sind jetzt auch schon dabei, sage ich mal, das alles mehr so als Framework zu sehen, haben da auch unsere ganzen Wege, wie es da geht, angefangen, dass man überhaupt die Daten noch im Aktuell hält, dass da vielleicht auch aktuelle Daten reinkommen, nicht irgendwie das PDF, das vor 10 Jahren mal abgelegt worden ist und dass es vielleicht auch mehr als nur ein Case gibt, den man mit so einer KI machen will und dann hat man da auch schon, sage ich mal, größere Anleitung jetzt. Ja, klar. Nee, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man jetzt so ein riesen Framework mit einem Sprachmodell, das baut man nicht an, wenn man einen Case hat, sondern im Prinzip muss man sich ja Gedanken machen. Also ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, dass man im Prinzip die Unternehmens-IT neu denkt, ne? Weil das verändert ja wirklich was. Also es ist eigentlich schon sehr revolutionär davon und auch zu Recht hat man da Bedenken, weil die Unternehmens-IT, die haben jetzt die letzten 20 Jahre oder 30 Jahre sehr strikt so aufgebaut, wie sie ist, wo wir auch die mächtigen Systeme wie ein ERP, wie ein PLM-System oder CRM-System, wo wir die ja einzeln aufgebaut haben und jetzt merken wir, durch solche Sprachmodelle könnten die auch alle irgendwie zusammen wieder verschmelzen, ne? Genau, absolut, das ist auch so möglich und
hier müssen wir auch das Vertrauen schaffen. Wir hatten jetzt auch den Fall, dass wir zum Beispiel auch direkt am Anfang die Idee hatten, wir machen sehr viel mit ERP-Systemen, lassen wir ein ERP-System anbinden, dass man da mit einem dieser Datenbanken eventuell irgendwie in so einer GenAI so chatten kann. So, sofort gemacht, war alles noch relativ am Anfang, die ganzen Schnittstellen, auch zu dem Modell, die APIs, die waren noch gar nicht so schnell. Das heißt, plötzlich hat das mal ein bisschen länger gedauert und dann war die Antwort auch falsch, weil kamen nicht schnell genug die Daten da rein und dann kam irgendwas raus, es war nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig, dann tut es irgendein Mitarbeitender lesen, denkt sich, aha, jetzt haben wir auch diese GenAI bei uns und die erste Anfrage, die stellt, die ist falsch. Ja, und dann kommen diese Bedenken und das ist so auch unser Key-Learning gewesen. Wenn wir mit sowas liefern, dann muss das auch schon direkt passen. Vollkommen richtig. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, man muss die Leute auch ein bisschen sensibilisieren. Das gibt ja auch Leute, die gefühlt den ganzen Tag nur da sind, um zu gucken, wo die Systeme Fehler machen. Ja. Und mittlerweile müssen sie schon hart suchen, aber wenn sie dann finden, sind sie immer noch stolz. Dabei ist es ja nicht, geht's ja nicht darum. Also wenn ich ein anderes IT-System einführe und es bewusst fälschlicherweise nutze, dann ist das ja nicht ein Erprobungstest, sondern habe ich es falsch genutzt. Und so ähnlich muss man das auch bei diesen KI-Systemen wissen, dass man bestimmte Dinge funktionieren halt nicht so. Und dann liefern die auf alle Fälle auch falsche Antworten. Das ist ja vollkommen klar. Also gehört ja beides dazu. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch immer ganz, ganz witzig, weil es selbst da zeigt, dass die Systeme besser werden. Also sie lassen sich weniger, sag ich mal, manipulieren durch falsche Eingaben oder berichtigen das auch vernünftig. Wie würdest du das momentan einschätzen? Wie schwer ist es tatsächlich, auf dem aktuellen Stand zu bleiben? Weil das ist so mein Gefühl immer. Also wenn ich 2-3 Wochen mal im Urlaub bin und komme wieder, ich habe zum Glück jetzt im Forschungsinstitut immer Kolleginnen und Kollegen, die stehen dann Gewehr parat und können mich dann mal aufschlauen, was wieder passiert ist. Und man verfolgt aber auch das eine oder andere immer weiter, weil viele steht ja nicht in irgendwelchen wissenschaftlichen Papern, sondern steht ja bei X oder bei YouTube kann man sich wieder was angucken oder eben dann gibt's wieder irgendeinen Launch bei OpenAI und man kriegt wieder mit, was so das nächste Thema ist. Aber für viele Unternehmen ist das unglaublich schwer, dem System zu folgen. Es ist auch sehr schwer und ich war letztes Jahr auch einen Monat im Urlaub und da kam ich zurück und oh mein Gott, also was man da alles wieder an neuen Sachen sieht, es glänzt wieder alles neu in schillernden Farben und ja, für mich persönlich, also mein Newsstream, den beziehe ich größtenteils zu LinkedIn und ich muss da schon genauer auch reinschauen. Also ich kann mit Folien und Webseiten kann man mich gar nicht mehr so sehr aus dem Ofen hervorlocken. Bei uns geht dann wirklich die Sache, wir versuchen die Sachen direkt ausprobieren und dann lernen wir direkt, passt es oder passt es nicht. Und wir sind nicht genug, um alles auszuprobieren. Das ist so, wir müssen da auch schauen. Und bei uns sieht es so aus, wir sind die Partner von Microsoft und SAP. Das heißt, alles, was die beiden veröffentlichen, das ist noch handelbar. Das probieren wir auf jeden Fall aus. Dann haben wir da auch unsere Bewertungen, schauen, ob das unser Repertoire passt, ob wir damit auch irgendwelche Sachen oder neue Sachen bei Kunden oder auch intern damit bewerkstelligen können. Das ist die eine Sache. Und dann haben wir auch unsere Gesprächsrunde, sage ich mal, die ist einmal pro Woche und da ist auch jeder angeleitet, seine eigenen Sachen, die die Woche gesehen hat, vorzustellen. Und ja, wenn halt jeder mal aus seiner Filterblase da 1-2 Ideen mitschnappt und die vorstellt, dann ist es vielleicht auch nicht alles, aber wenigstens eine gute Schnittmenge, um da nicht komplett aus der Zeit zu fallen. Ja, absolut. Also das merke ich auch. Es ist total wichtig, dass man irgendwie auch in der eigenen Organisation sich da viel austauscht. Ja. Erstens, es gibt keine Person, die alles überblicken kann momentan, was passiert. Das ist unfassbar und deswegen ist das schon mal wichtig, sich auszutauschen und es stehen ja auch wiederum neue Ideen, was man so machen kann. Also die einen haben vielleicht mehr eine Anwendung im Kopf und die anderen haben da vielleicht wiederum wieder mehr eine Lösung oder irgendwas gelesen im anderen Kontext, was man vielleicht übertragen kann. Das ist bei uns ähnlich. Wir haben ja so wir haben so einen Chat, also wo tatsächlich ständig auch zu Unzeiten Sachen gepostet werden, was halt irgendeiner dann gerade wieder gesehen hat. Und das ist tatsächlich so, mal bei LinkedIn, bei YouTube oder eben bei einer anderen Veröffentlichung und News und da drauf stößt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und meine Erfahrung, das wird bei euch, glaube ich, auch gut funktionieren, weil ihr als Organisation ja wahrscheinlich auch da sehr nah an den technologischen Entwicklungen dran seid. Ja. Aber für manche unserer Partner kann ich das verstehen, auch im Mittelstand ist das überhaupt nicht die Art und Weise, wie die up-to-date bleiben bei bestimmten Themen. Das ist einfach viel zu schnell. Ja, genau. Ja. Und wie wichtig ist, dass ihr damit hilft oder unterstützt oder erstmal aufklärt auch. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, man ist so in so einer man ist so missionärisch unterwegs, ne, und versucht erstmal zu erklären, dass sich da einiges tut und dass da eine hohe Dynamik im Themenfeld ist und sich tatsächlich auch eine Menge verändert und ohne das jetzt als Hype immer darstellen zu wollen. Genau so auch dieses
Hype ist uns so wichtig, dass die Kunden auf uns zukommen. Also wir spüren das, dass das Interesse da ist und das nehmen wir auch gern mit, aber wir wollen das auch nicht irgendwie, diese Thematik so aufbereiten, dass auch ersichtlich ist, dass das Ding aus diesem Hype weitergeht. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Rolle KI überall eine Rolle spielen wird, so wie jetzt Office nutzen, Produkte alle irgendwie nutzen, sei es Office, Teams, Excel, Word oder so, wird es auch in Zukunft so der Fall sein, dass man so eine KI nutzt. So. Und das versuchen wir auch unseren Kunden dann immer gleich mitzugeben und sagen, dass wir gerade auch erst am Anfang dieser ganzen Reise sind, dass wir auch, das wäre unseriös zu sagen, dass wir genau wissen, wo wir in 10 Jahren sein werden, dass wir da auf jeden Fall ehrlich reingehen und auch sagen, ja, wir sind euer Partner in der IT, deswegen kommt ihr auch auf uns zu. Wir bieten da auch spezielle Starter-Packages an, wo man sich auch gleich, ja, sag ich mal, die ganzen Know-hows abholen kann und auch schauen kann, wo das dann perfekt passen könnte, so eine KI-Implementierung. Und auf jeden Fall gehen wir da auch ganz ehrlich rein und wollen da auch versuchen, dass da halt auch wirklich das Know-how mitgeht, dass die auch sensibilisiert werden, auch in Richtung Datenschutz, Richtung andere Produkte und da versuchen, das Beste aus unseren Partnern da auch weiterzugeben. Ja, absolut. Und das ist ja total wichtig jetzt auch aktuell, weil für mich sind immer so mehrere Punkte, aber 3 sind, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, wenn man über die Nutzung von KI eigentlich sprechen möchte, rein technisch jetzt gesehen. Also bleiben wir jetzt bei der Technik. Das eine ist erstmal, dass ich ein gutes Sprachmodell als Basis habe, ne, was jetzt mit vielen Parametern trainiert worden ist, was hoffnungslos ist, dass man jetzt einer unserer Kunden oder Partner das selber macht. Das ist, also da muss man irgendwas nehmen, was da ist, was ja so das Grundgerüst gibt und ich sage jetzt mal, das Allgemeinwissen vertritt. Ne? Und dann braucht man auch, das merken wir auch, immer noch eine gewisse Rechenpower, um diese Modelle auch gut auszuführen. Vor allem dann, wenn meiner Meinung nach, und das ist das Entscheidende, das dritte ins Spiel kommt, nämlich die eigenen Daten. Ja. Weil das ist ja das, was jetzt eine individuelle Lösung erstmal ermöglicht, dass man jetzt sagt, ich bin jetzt Hersteller von, sage jetzt mal, Bierproduzent oder was auch immer, oder einem Pharmakonzern, dann habe ich natürlich unglaublich viele Daten in der Produktion, über meine Produkte, über Möglichkeiten, die Produkte auch zu ändern. Und diese Daten mit einem Sprachmodell zu verbinden, das ist natürlich spannend. Immer die Frage, ob ein Unternehmen genug Daten hat, aber da gibt es schon große Unternehmen mit sehr, 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 sehr viel Daten. Und wir sagen jetzt ja auch nicht seit gestern, man muss die Daten sammeln und aufbewahren. Und das ist eigentlich das Spannende. Und deswegen glaube ich, da wäre es auch ein Wettbewerbsvorteil, gerade für die deutsche Industrie, den zu erschließen. Also nicht bei den Sprachmodellen an sich oder bei der KI-Technologie, sondern wirklich das auch zu nutzen. Auch nichts Neues, wenn man ehrlich ist. Erzählen wir auch schon die ganze Zeit. Aber tatsächlich bin ich jetzt persönlich der Meinung, dass die Uhr jetzt richtig nach unten tickt. Ne? Also wenn man es jetzt nicht erschließt, was soll denn da bleiben? Weil die Tech-Unternehmen sind ja sehr wissenshungrig und die erschließen so alles Mögliche, auch nicht nur Allgemeinwissen, schon auch sehr spezielle Sachen sieht man ja selber, wenn man das nutzt. Und das, was wir machen, das habe ich auch bei dir auf dem LinkedIn-Profil gesehen, ist ja versuchen mal so Cases zu machen, den Leuten zu zeigen, wie schnell, wie gut bestimmte Dinge gehen, um einfach zu zeigen, macht das mit euren Sachen auch, sonst macht es ein anderer. Ne? Genau. Würdest du das auch so sehen, also dass die Zeit da wirklich, also jetzt uns in Deutschland da schon ein bisschen so im Nacken sitzt? Auf jeden Fall. Also die KI wartet nicht auf uns, das ist klar. Und das wissen aber die Kunden mittlerweile, deswegen kommen die auch auf uns zu. Also das ist so ein Fakt, der uns auch wirklich die Kunden zu uns bringt. Also die hören auch Nachrichten, informieren sich und die wissen das selbst. Und deswegen kommen die auf uns zu gerade und da wollen wir auch dann gemeinsam da versuchen, da dementsprechend die Lösung zu finden. Und gerade auch, wie du gesagt hast, wo die Daten überhaupt liegen und so. Wir haben da auch eben mit den Cloud, also die sind dann eben auch, sage ich mal, ein Cloud-System, die der Kunde auch schon hat, indem er einfach schon die Microsoft- oder SAP-Partnerschaften haben. Und da gibt's auch Möglichkeiten, also nicht nur Möglichkeiten, das ist auch direkt schon beim Design der Lösung gleich am Anfang der erste Schritt, nämlich die Serverstandorte auszuwählen und so. Und da kann man natürlich auch direkt Deutschland, Westeuropa nehmen und dementsprechend kann man hier auch ganz gut diese ganzen GenAI-Cases wirklich punktgenau auf den Standort Deutschland mit den ganzen entsprechenden Gesetzen und Vereinbarungen machen. Ja, absolut. Also das haben manche, also es ist schon gut, mit Bedenken an die Sache ranzugehen, aber die Bedenken kann man ja aus der Welt schaffen, an vielen, ganz, ganz vielen Stellen. Also viele Sachen kriegt man geklärt. Vielleicht nochmal als euch, Entity Data, seid ja also mit der Mutter ein Riesenkonzern, aus dem Technologiebereich kommend natürlich auch. Wie weit lebt eigentlich auch so ein Unternehmen wie ihr davon, dass es solche Leute wie dich gibt im Unternehmen? Weil ich kann mir schon vorstellen, auch im SAP-Geschäft, das hat auch eine gewisse eigene Dynamik, sage ich jetzt mal.
Und das Innovative, das findet doch jetzt gerade auf dieser Ebene an vielen Stellen gerade statt. Ja. Und auch das ist nicht so einfach so aufzunehmen. Ne? Man braucht eigentlich solche Leute wie dich, die interne Communities, das hatten wir hier auch schon bei einigen, die gesagt haben, ja, wir haben dann interne Communities gebildet und einfach die Leute da intern mitgenommen. Ist das etwas, was bei euch auch so funktioniert, dass man sagt, ihr trefft euch dann regelmäßig oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also das hat diese ganze generative KI-Geschichte hat meinem ganzen Arbeitsprofil, sage ich mal, eine neue Säule gegeben. Und zwar gebe ich jetzt tatsächlich auch Schulungen für diese ganze Thematik, weil es jetzt auch im ganzen Unternehmen wirklich gefragt ist. Also wie auch schon vorher erwähnt, KI-Nutzung ist mittlerweile ein elementarer Bestandteil der Office-Nutzung. Microsoft macht das ja schon ganz gut mit ihrem Copilot. Das wird einfach ganz normales ein Office-Produkt sein und die Leute wollen damit umgehen. Und aktuell, wir waren in der Innovationsabteilung die ersten, die damit groß gearbeitet hatten auch als erstes die Zugriff zu den Modellen und dementsprechend kamen direkt schon die ersten Anfragen für Schulungen, Workshops und Enablement-Sessions rein. Und die mache ich jetzt auch ganz fleißig mit und es macht mir auch mega Spaß, so unser ganzes Unternehmen da hingehend zu schulen, aufzuklären, die ganzen Irrtümer auch aufzuräumen, die es auch immer gibt, vor allen Dingen die Ängste auch zu nehmen, auch die Leute zu beruhigen. Es ist nach wie vor immer nur noch auf Nullen und Einsen aufgebaut, auch wenn es jetzt ein bisschen mehr fancy aussieht wie früher alles. Und auch sagen, was man auf keinen Fall machen kann. Der Klassiker hat Unternehmensdaten in ChatGPT reinmachen, solche Sachen. Und das funktioniert ganz cool und macht mir auch gerade riesen Spaß. Ja, absolut. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch so Untersuchungen, die man immer wieder sieht bei ChatGPT. Das ist ja immer das meist genutzte, unautorisierte Tool, ne? Oder dass wir tatsächlich in Deutschland ja eigentlich relativ hoch in der Nutzungsrate auch sind. Die aktuellen Zahlen sind ja auch monströs verrückt. Wenn man sich ChatGPT anschaut, dass das jetzt irgendwie bei 800 Millionen Weekly User ist, das ist also verrückt, ne? Also noch vor Wikipedia oder so in den täglichen Abrufen. Also ganz verrückt, wie massiv das eingesetzt wird. Also jeder ist neugierig, nutzt es. Und ich glaube, die Kunst ist jetzt, das halt nicht nur zu nutzen, um, keine Ahnung, irgendwas Allgemeingültiges zu fragen oder sich vielleicht einen Text zusammenzufassen, sondern tatsächlich in die wertschöpfenden Tätigkeiten auch der Unternehmen mit reinzubekommen. Genau. Muss ja nicht ChatGPT sein, sondern ähnliche Lösungen, ähnliche Systeme, die dann dafür auch ausgelegt sind, das ist ja klar. Was würdest du sagen, ist momentan so in dieser ganzen Community so das Spannendste oder vielleicht auch das größte Thema, was dich gerade momentan so begeistert? Also was dich jetzt vielleicht auch zuletzt, das muss auch nichts sein, was du sagst, beim Kunden habe ich jetzt eingeführt, aber das hat dich jetzt irgendwie geflasht oder so, ne? Es gibt ein Thema, wir haben es noch nicht beim Kunden, das sind wir aber auch gerade dran, aber tatsächlich gerade das große Wort ist einfach Agents. So, das ist gerade das Ding, sprich, ich kann jetzt mehr machen als nur eine Eingabe, kriegt man eine Antwort, sondern dass wirklich so ein Agent auch frei agiert, wirklich Aufgaben selbstständig abarbeitet, vielleicht auch noch eine zweite Quelle anbindet, vielleicht selbstständig sich wo einloggt, dann noch ein Flugbuch, keine Ahnung. Flugbuchen wird immer als Beispiel genommen. Ich frage mich bis heute, warum, aber ist so. Das Reisebüro substituieren wollen die Leute, ich weiß es, keine Ahnung. Ja, genau. Und das ist gerade, das evaluieren wir gerade mit am stärksten auch. Das ist, glaube ich, das Thema für dieses Jahr, muss man ehrlicherweise sagen. So letztes Jahr fand ich war so, dass das große Thema, was dann erschlossen wurde, so Recs, also dass man überhaupt Daten anbinden kann, die man hat aus Datenbasis der Unternehmen, relativ simpel und einfach. Das ist nicht vom Tisch, das braucht man nach wie vor. Aber ich glaube, alles, auch so technologisch, legt sich jetzt auf Agents relativ deutlich fest, dass jetzt erstmal der nächste Schwung dadurch kommt, dass ich sage, ich interagiere jetzt nicht mit dem Chatsystem ständig, sondern habe eher einen größeren Prompt, der eine Aufgabe beschreibt oder vielleicht sogar ein Problem und dann darunter kommt dann ein Agentensystem, was geschickt aufgebaut ist und diese Teilprobleme dann erstmal diese Teilprobleme erkennt und dann sich auf den Weg macht, das zu lösen. Das kann ein Flugbuchen sein, das kann aber auch können auch tausend andere Sachen sein, das können Aufgaben meines Arbeitsprofils sein. Also wir haben hier einige Leute, die sagen, ey, Roman, sag mir morgen, was meine Aufgabe des heutigen Tages ist. Dann würden die das gerne so eingeben ins Agentensystem. Am Ende des Tages sind alle Ergebnisse da und sie haben aber praktisch nur 2 Minuten gearbeitet. Ne? Diese Visionen gibt es. Da muss man natürlich überlegen, was man mehr mit dieser Produktivität, das ist ein massiver Produktivitätsgewinn, ne? Der das ermöglichen könnte. Und da geht die Reise gerade, glaube ich, in diesem Jahr massiv hin, dass ich ähnlich so wie du. Ich habe auch schon einige Unternehmen gesehen, die sagen, wir sind da echt auf einem guten Weg und bauen auch so auf, weil die Systeme selber ja schon offener werden. Ne? Also selbst OpenAI hat sich jetzt ja an dem MCP-Standard, also einem Standard, der von einem Konkurrenten von Anthropic eigentlich gemacht worden ist, um eben die Sprachmodelle an Werkzeuge zu koppeln. Ne? Und das ist natürlich eine Basis gerade für solche Agentensysteme
unglaublich mächtig und potenziell wird. Ne? Also da sind schon viele Dinge zu. Bei uns, bei einigen Kollegen, die haben sich da lokale Sprachmodelle draufgesetzt und steuern total viel darüber. Ne? Also es ist schon, bin ich bei dir. Was ist das Thema, wo du sagst, das ist völlig overhyped? Overhyped. Ich glaube, so sämtliche Sachen, wo es darum geht mit Fotos und solchen Sachen. Ja, es ist weniger ein Business-Thema, aber sehr viel, was ich immer sehe, auch vom Freundeskreis. Es gibt irgendeine App, die kann das Foto andersweitig bearbeiten und im Endeffekt ist es alles nichts anderes wie eine KI, die nur in neuen Frontends aufgepackt wird. Und ja, das sieht man ganz oft, dass es irgendwelche KIs gibt, die genau angeblich eine bestimmte Sache machen können. Und in meinen Augen ist es voll oft einfach nur der Fall, dass da eine allgemeine KI, vielleicht irgendein ChatGPT sogar im Hintergrund läuft und darüber ein Frontend geklatscht worden ist und einfach schöne Sachen mit APIs gemacht worden ist. Und ja, ich glaube, das wird sich nicht mehr lang halten. Irgendwann wird auch das Verständnis so weit sein bei den Leuten, dass man weiß, wenn man da eine große KI hat, dann kann man das auch alles selbst machen, wenn man nur den Prompt mit 3 Sätzen ganz gut besser beschreiben kann. Ja, absolut. Und also ich finde das Thema Bilder an sich jetzt schon ganz lustig noch und nutze das auch. Ich finde es auch sehr sozial, also auch ein soziales Thema, ne, weil man so sieht, gerade bei Sora jetzt, wenn man da hingeht, erzähle ich das auch mal wieder, dass man schöne Bilder sieht und dann kann man ja auch den Prompt dazu sehen und dass auch Leute das wieder anpassen und eigentlich noch coolere Bilder machen, obwohl der eigentliche Mehrwert jetzt rein vom Prompting war vielleicht nur ein Wort oder 2 Wörter, aber der kreative Gedanke, das zu verändern, finde ich total klasse. Da gibt es so schon ein schönes Bild, wo so 2 mittelalterliche Armeen gegenüberstehen, die eine in Pepsi-Uniform, die andere in Cola-Uniform, hast du vielleicht gesehen. Und dann ist irgendeiner auf die geniale Idee genommen, diesen Prompt zu nehmen und hat einen Mentos als Meteorit einfliegen lassen. Ne? Und jeder weiß natürlich, oh, das gibt aber ganz schön hier eine Sauerei. Und das sind, finde ich, schon coole Sachen. Und ich finde es auch, ich persönlich kann das wirklich nur empfehlen, nach dem ganzen Chatbot-Nutzen tatsächlich auch mit den Bildern weiterzumachen, auszuprobieren, um zu sehen, dass es auch eben in anderen Modalitäten, wie das funktioniert. Ne? Weil das ist ja schon das, was wir immer erklären, es gibt halt einfach multimodal, diese Sprachmodelle, auch wenn die Sprache die Basis ist. Ne? Und das ist schon cool. Genau, also ich schätze auch diese Multimodalität und ich weiß auch nicht, wie wir später diese KIs nutzen. Also aktuell haben wir, das ist in meinen Augen eher so eine Brückentechnologie, diese Chat-Interfaces. Ja. Ist der nächste Weg, machen wir auch so, aber ich glaube nicht, dass wir das in wenigen Jahren noch so nutzen werden. Das ist immer, ich glaube, der Zugang muss irgendwie direkter sein. Ich weiß es auch nicht, ich habe jetzt auch keine Lust zu reden mit meiner KI ständig, mache ich manchmal, aber auch... Ja. Machen wir schon im Handy nicht. Also die Sprachsteuerung im Handy war auch nicht so der Bringer. Ja. Da ist sicher was dran. Und ich kann mich erinnern, vor 2,5 Jahren war er so gehypt, hier Prompt-Ingenieure und so, das wird der Job schlechthin und davon ist nichts zu sehen, muss man ehrlicherweise sagen. Wenngleich wahrscheinlich für ein paar Leute das Prompting immer noch wichtig wird und die wahrscheinlich, ja, sagen wir mal, durchs Frisieren, durch Prompts immer noch was rausholen, aber für den Normalen ist das praktisch nicht mehr, vermute ich auch nicht die Lösung. Ne? Da wird es vielleicht auch mal beim ChatGPT bald irgendwelche Button-Oberflächen geben, wo ich Dinge auslösen kann und gar nicht mehr über Prompts gehen. Das weiß ich, wer weiß, was da wieder vor sich geht. Genau, ne? Also ist schon spannend. Es geht auf jeden Fall, sehe ich auch so, dass es weniger geht, dass man es selbst eintippen muss. Man kann da sehr gute Ergebnisse sagen. Gebe ich auch in meinen Schulungen immer weiter. Hey, macht doch mal euren Prompt. Wenn ihr denkt, es sind 2 Sätze, versucht doch mal mehr Details auszuschmücken und sonst was. Macht doch mal 4 Sätze draus, dann kriegt ihr noch treffendere Ergebnisse. Probiert es doch einfach mal aus. So. In meiner Schulung machen die das, weil alle top motiviert sind und alles, aber jetzt tatsächlich im echten Leben, niemand hat Lust so viel, also die meisten Menschen zumindest haben nicht so viel Lust, Sachen einzutippen und dementsprechend glaube ich auch, dass man diese Sachen später anders nutzen wird, anders bedienen wird. Ich weiß selbst noch nicht genauso. Vielleicht geht's wieder mit den Buttons mehr in die Richtung oder ja, wir werden es sehen. Ja, ich kann mir ja vorstellen, dass es dann, dass man vielleicht dann eher so wirkliche vorprogrammierte Funktionen hat für einfache Prompts und vielleicht detailliertere und so, weil du kommst ja auch nicht mit dem Detaillierten immer vielleicht zu dem Ergebnis. Das ist ja eigentlich so. Und dann glaube ich, ist einfach so, dass man viele Durchläufe bräuchte, bis man ein Ergebnis bekommt, was einem zufriedenstellend ist. Und deswegen finde ich das mit den Bildern so empfehlenswert, das mal zu machen, um zu sehen, wie frustrierend das auch manchmal sein kann, obwohl man eigentlich genau das Gleiche macht. Es kommt trotzdem nicht das raus, was man sich vorgestellt hat. Und da ist das ganz wichtig. Was würdest du so jemand mitgeben, der jetzt sagt, ey, ist jetzt 2,5 Jahre, das Ganze ist an mir sowieso schon vorbeigegangen. Ist das zu spät dafür jetzt, da einzusteigen? Nein, natürlich nicht. Man muss einsteigen. Also man hat keine andere Wahl. Es wird das ganze normale Arbeitsleben, das, sag mal, durchschnittliche Office-Leben in allen Bereichen beeinflussen. Ich habe es jetzt hier auch schon erwähnt, es wird ein ganz normales Produkt werden, das man nutzt, so ob ich eine Mail schreibe oder ob ich jetzt eine KI nutze zu Recherchezwecken oder die KI nutze, um
interne Abläufe wieder kennenzulernen. Oder wenn ich jetzt neu ongeboardet werde, kriege ich vielleicht auch meinen KI-Assistenten direkt zur Hilfe, der mir die Prozesse erstmal erklärt. Es ist nicht mehr wegzudenken und sich jetzt davor zu verschließen, bringt jetzt auch nichts mehr. Ich kenne auch einen aus dem privaten Umfeld, der hat sich damals vor dieser E-Mail immer versteckt. Der musste noch bis weit in die Nullerjahre musste man seine E-Mails dann immer ausdrucken und geben. Und er hat gesagt, ich krieg das nicht mehr hin und für mich ist es nichts mehr, ich habe noch 10 Jahre oder so, aber er muss am Ende auch lernen. Also die Ausrede, man schafft es vielleicht noch jetzt die nächsten 1, 2 Jahre damit, aber irgendwann mal ist es halt so durch die Gesellschaft durch, dass man da keine Chance mehr hat. Dementsprechend muss man sich da jetzt den Aufwand geben. Und es gibt ja auch sehr, sehr viele Angebote, wo man mittlerweile auch ganz gut einsteigen kann. Gibt es auf YouTube, bei vielen Firmen gibt es Schulungen, Enablement-Session, Workshops. Einfach mal eine Chance geben und optimistisch bleiben. Ja, das ist einfach auch eine gute Hilfestellung, nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten. Allein deswegen, selbst wenn ich einen Tag vor der Rente stehe, macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen, weil ich damit einfach es auch privat weiter nutzen kann. Genau. Gerdi, vielen lieben Dank für das Gespräch, für die Einblicke in deine tägliche Arbeit, in das, was du machst. Du bist ja viel unterwegs, du bist auch bei LinkedIn unterwegs und postest immer wieder was zu dem Thema. Ich glaube, wir werden dein LinkedIn-Profil hier mit verlinken. Und dann kann man da, glaube ich, da auch mal ein bisschen sich up-to-date halten, was du sonst noch die nächsten Monate, Wochen, Jahre vielleicht vor dir hast bei dem Thema GenAI. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß dabei. Und ich glaube, Spaß hast du dabei und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und das sehe ich auch mal wieder. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, mal so ein bisschen reinzugucken, worüber wir heute mal gesprochen haben im GenAI, so einen kurzen Tageseinblick, was eigentlich in der täglichen Arbeit auf uns wartet, welche Trends und welche Hypes. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao. Ja.